Madeleine hat bisher ihr ganzes Leben in einer Lüge gelebt. Meinst du, du kannst jetzt ihr je wieder vertrauen überhaupt? Sie hat erfahren, ihr Vater ist gar nicht ihr leiblicher Vater. Und Madeleines Mutter hat bisher noch nie mit ihr darüber gesprochen. Ja, ich frage mich, warum hat sie das gemacht? Warum hat sie das vor mir verschwiegen? Bist du sauer auf deine Mutter? Das Ding ist, Madeleines Mutter weiß noch gar nicht, dass Madeleine von dieser Lüge weiß. Und heute will Madeleine zum ersten Mal mit ihrer Mutter darüber sprechen. Ich bin so enttäuscht und sauer über deine Unehrlichkeit. Du hast mir eine Tür verschlossen gehalten, die ich nicht mehr öffnen kann. Bist du aufgeregt? Mhm. Sie kriegt jetzt auch richtig kaltnasse Hände. Wie wird dieses Treffen laufen und wird sich Madeleines Leben jetzt komplett durch diesen Vertrauensbruch ändern? Madeleine möchte unerkannt bleiben, um ihre Familie nicht öffentlich zu belasten. Sie ist aufgewachsen mit Vater, Mutter und 2 älteren Schwestern. Jetzt hat sie erfahren, dass sie aus einer Affäre der Mutter entstanden ist. Wie hast du das erfahren, dass du einen anderen Vater hast, als du gedacht hast? Also, als ich 12 war, war ich mit meiner großen Schwester unterwegs im Auto. Wir beide alleine. Und sie ist sehr viel älter als ich. Und wir haben so ein Verhältnis, dass wir uns auch gerne mal geärgert haben. Und dann hat sie einfach mal in der Fahrt gesagt, ja, Madeleine, du hast auch einen anderen Papa als ich. Und dann dachte ich so, nee, das glaube ich nicht. Die hat mich bestimmt nur veräppelt. Und dann kam es jetzt so, dass im Dezember eine Cousine von meinem leiblichen Vater auf mich zugekommen ist und mir erzählt hat, dass ich einen anderen Papa habe. Und dann haben wir uns bei ihr zu Hause getroffen und sie hat mir dann alles erzählt, dass ich einen anderen Vater habe. Es gibt in Deutschland so schätzungsweise 800.000 sogenannte Kuckuckskinder. Der Begriff Kuckuckskind bedeutet, dass das Kind einen anderen Vater hat als den biologischen Vater, weil die Mutter es mit einem anderen Mann gezeugt hat und das eben gegenüber dem Kind und dem sozialen Vater verschwiegen hat. Madeleine erzählt mir, ihr Ziehvater hatte Zweifel daran, dass er ihr Vater ist. Aber Madeleines Mutter hätte ihm das nie gesagt. Mittlerweile hat ein Vaterschaftstest belegt, dass er nicht der Vater von Madeleine ist. Hast du deinen leiblichen Vater denn schon getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Das ist erst 4 Wochen her. Es war total locker. Es war auch angenehm. Also er war schon so sehr ein sympathischer Mann. Und er wusste auch Bescheid, dass er mein Vater ist. Also er hat das nicht abgestritten. Und dann war ich mir auch sicher bei diesem Gespräch dann. Bist du sauer auf ihn? Ja, ich bin schon sauer. Weil ich auch weiß, das hat mir meine Cousine damals erzählt, dass ich auch einen Halbbruder habe, der genauso alt ist wie ich. Das heißt, da ist ein Kind geboren in seiner Familie, das geliebt wurde und das man haben wollte. Und dann ist zur selben Zeit ein Kind entstanden, das niemand haben wollte. Das war ein Ups und das weiß ich, dass ich das bin. Und das zu wissen, ist total hart. Gegenüber mir wollte sich der Mann, den Madeleine nun als ihren leiblichen Vater sieht, nicht zur Situation äußern. Einen Vaterschaftstest mit ihm gibt es bislang nicht. Wie ist es für Madeleine zu wissen, dass sie so lange belogen wurde? Ihre Familienfotos sieht sie heute mit ganz anderen Augen. Und hier bin ich mit meiner Mama. Ich glaube, da war ich auch so 7 oder 8. Wenn du das jetzt siehst, das Foto heute, wenn du weißt, dass es ja eigentlich anders ist, als du damals dachtest, wie ist das für dich? Ja, ich frage mich, warum hat sie das gemacht? Warum hat sie das vor mir verschwiegen? Bist du sauer auf deine Mutter? Ja, schon. Als Kind lernst du ja von deinen Eltern, sei immer ehrlich, sag immer die Wahrheit, damit wir dir auch helfen können. Und dann belügt sie mich selber mein Leben lang. Das kann man gar nicht fassen. Meinst du, du kannst jetzt ihr je wieder vertrauen überhaupt? Ich glaube nicht. Hier bin ich drauf mit meinem Papa. Ich glaube, da war ich so 7 oder 8 Jahre alt ungefähr. Wenn ich das so sehe, dann denke ich, also wie dankbar ich auch bin, ihn als Papa gehabt zu haben. Weil, obwohl er vielleicht auch
mal in der einen oder anderen Situation Zweifel hatte, hat er mich immer behandelt wie sein eigenes Kind. Und ich werde nie vergessen, was er für mich alles getan hat. Er hat viele, viele Schicksale erlebt, was so seine Gesundheit auch anging. Trotz allem stand er immer hinter uns, hinter meinen Schwestern, hinter mir und hat alles für uns getan, egal wie schlecht es ihm ging in dem Moment. Und das werde ich halt auch nie vergessen. Und deshalb mache ich das hier auch ein Stück weit für ihn, um ihm zu zeigen, wie dankbar ich bin für alles, was er für uns getan hat. Ja. In Gesprächen mit anderen Familienmitgliedern hat Madeleine erfahren, dass fast alle aus der Familie Bescheid gewusst haben sollen. Wenn ich mit meiner Schwester drüber spreche, sage ich ihr auch, ich fühle mich so allein. Eigentlich habe ich niemanden. Ich habe auf einmal nur noch Halbschwestern und einen Halbbruder. Ich habe keine Eltern, die jemals zusammen gewohnt hätten. Das ist schon hart. Am Ende des Tages bin ich alleine damit. Ja, das ist schon hart einfach. Lass uns mal kurz Pause machen. Oh. Ja, das lässt auch mich nicht kalt. Okay, ich dachte, es kommt nicht mehr raus, aber doch. Auch wenn es für Madeleine nicht leicht ist, sie will die Aussprache mit ihrer Mutter. Ihre Mutter soll ihr endlich die Wahrheit ins Gesicht sagen. Um sich emotional darauf vorzubereiten, sucht Madeleine jetzt die Worte, die sie gleich zu ihrer Mutter sagen will. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn man nochmal so seine Gedanken irgendwie sortieren kann vor so einem Treffen. Ne? Ja. Hallo Mama, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe mit meiner Cousine gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass ich einen anderen Papa habe. Stimmt das? Ich habe es jetzt schon von so vielen Menschen gehört und jetzt möchte ich endlich mal, dass du mir die Wahrheit sagst. Ich bin so enttäuscht und sauer über deine Unehrlichkeit. Du hast mir eine Tür verschlossen gehalten, die ich nicht mehr öffnen kann. Das ist echt eine harte Aufgabe vor dir. Mhm. Bist du aufgeregt? Mhm. Ich krieg jetzt auch richtig kaltnasse Hände. Es ist soweit. Nach 27 Jahren Lüge. Madeleine fährt jetzt zu ihrer Mutter. Ich bin super aufgeregt. Es könnte ja wirklich sein, wir haben danach keinen Kontakt mehr miteinander. Je nachdem, wie das Gespräch ausgeht. Weil auf der einen Seite, ja, ich bin sauer und enttäuscht, aber auf der anderen Seite, sie ist meine Mutter. Ne? Beim Treffen selbst sind wir nicht dabei. Madeleine wird mir morgen persönlich erzählen, wie es gelaufen ist. Also ich weiß nicht, wünscht man da viel Glück? Also, ja, viel Glück bei dem Treffen. Bis morgen. Wir sehen uns wieder. Ja. Wie wird Madeleines Mutter wohl reagieren? Also jetzt bei so einem besonderen Tag von Madeleines Leben dabei sein zu können, dafür bin ich schon echt dankbar, denn es zeigt uns ja auch, wie hart das für viele sogenannte Kuckuckskinder sein muss, sowas durchzumachen. Und genau solche Einblicke wollen wir euch bei Reporter zeigen. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Madeleine ist wichtig, ihr leiblicher Vater soll die Vaterschaft offiziell anerkennen. Dabei geht es auch um Geld. Ihr Anwalt hat mir eine Einschätzung geschickt, was nun ihre rechtlichen Möglichkeiten sind. Also Madeleine hat bisher die Möglichkeit, ihren rechtlichen Vater aus der Position hinauszudrängen, indem sie eine Vaterschaftsanfechtungsklage einreicht. Wenn festgestellt wird, dass er nicht der Vater ist, dann kann sie den biologischen Vater verklagen, nämlich darauf, dass er wirklich der Vater ist. Und wenn das feststeht, dann ist sie Erbin dieses Vaters, also dieses biologischen Vaters, der dann auch rechtlicher Vater ist. Aber sie hat leider nicht die Möglichkeit, mehr den Unterhalt nachzufordern, denn sie ist ja versorgt gewesen. Sie ist ja versorgt gewesen durch ihren bisherigen Vater. Der hat ja alles für sie gezahlt. Und das heißt, gegenüber ihrem neuen Vater kann sie keine Ansprüche mehr geltend machen. Und dann ploppt auf einmal auf meinem Handy eine Nachricht auf. Also, es ist jetzt 11:15 in der Nacht. Ja, es ist ein langer Tag heute.
Und Madeline hat jetzt gerade noch eine Sprachnachricht geschickt. Anscheinend ist das Treffen mit ihrer Mutter vorbei. Und ich darf die Nachricht vorspielen. Hallo Max, ja, ich bin tatsächlich jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Also ich war wirklich sehr, sehr lange bei meiner Mutter. Als ich dann eingestiegen bin in das Thema sozusagen, war meine Mutter total sprachlos. Das war ein komplettes Auf und Ab der Gefühle, was vorhin passiert ist. Ich erzähle dir dann mehr morgen. 6 Stunden lang haben die beiden gesprochen. Was bedeutet dieses Gespräch für die Beziehung zwischen Madeline und ihrer Mutter? Wir treffen uns wieder bei Madeline zu Hause. Ihre Halbschwester Janina ist auch gekommen. Und wie lief's jetzt gestern Abend mit deiner Mutter? Am Anfang saßen wir zusammen auf der Couch und dann habe ich mich lieber ein Stück weit weggesetzt an den Tisch. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich bin auch gekommen, weil ich dir eigentlich noch was sagen wollte. Ich habe einen anderen Vater, oder? Und auf einmal war sie ganz still, sie hat nichts gesagt und hat nur runtergeguckt. So habe ich sie noch nie erlebt. Und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt, Madeline. Und dann habe ich gesagt, warum hast du mir das nie gesagt? Du hast mich mein Leben lang belogen. Weißt du, dass du mich belogen hast? Ist dir das bewusst? Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß das. Ich weiß, ich habe voll die Scheiße gebaut. Ich weiß, ich hätte dir das eigentlich sagen müssen, aber ich konnte nie. Sie hat dann gesagt, dass der Mann halt ihre erste große Liebe war und dass sie sich so richtig wohlgefühlt hat. Und dann war es ja so, dass er zur gleichen Zeit ein anderes Kind gezeugt hat mit seiner Ehefrau. Und dann hat er sie im Prinzip hängen gelassen. Also ich glaube, sie hat sich da auch was erhofft mit ihm zusammen. Und als ich dann auch gesagt habe, jetzt entschuldige dich doch endlich mal bei mir, dann hat sie mich auch in den Arm genommen und hat gesagt, ja, es tut mir so leid, das ist so scheiße, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Wie wohl viele andere in Madelines Familie wusste auch ihre Halbschwester Janina Bescheid, dass Madeline einen anderen Vater hat. Janina, wie kommt es denn, dass du das ihr nicht gesagt hast, obwohl du... Weil es nicht meine Aufgabe ist. Es ist nicht meine Aufgabe. Wenn ich jetzt den Fehler gemacht habe, dann ist es meine Aufgabe, was richtig zu stellen. Aber es war ja nicht mein Fehler. Und ich habe in dieser Sache auch keinen Fehler gemacht, finde ich. Ich war für sie da, egal was war. Aber so, es war nicht meine Aufgabe, ihr das zu sagen. Und dann außerdem wollte ich sie ja auch schützen. Den Mut muss man ja auch erst mal haben. Das war mein kleines Primelchen, das habe ich immer geschützt. Ist auch immer noch so. Gell? Ja. Ja, für mich ist es schwer, das einzuschätzen. Ich war nie in so einer Situation. Also war das für dich auch manchmal schwer, dass Nein. du das Wissen hattest Nein. und es nicht Nein. gesagt hast? Nein. Mein Eindruck ist, Madeline ist froh darüber, dass sie sich mit ihrer Mutter ausgesprochen hat. Aber so schnell wird sie das nicht verarbeiten. Am Ende hat sie mich auch gefragt, verzeihst du mir? Und ich konnte darauf gar keine richtige Antwort geben. Ich habe nur gesagt, du bist meine Mutter. Sei einfach ehrlich zu mir. Ja, danke euch beiden, dass ihr euch noch mal hier mit mir hinsetzt. Danke, Madeline. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also, dass wir jetzt hier dabei sein können und dass es halt auch Leute sehen. Du stehst ja auch stellvertretend für viele andere, die halt was Ähnliches erleben. Ein paar Tage später zurück in Köln. Ich möchte noch Madelines Mutter anrufen. Einfach, um ihr auch die Chance zu geben, zu der ganzen Sache ihre Sicht der Dinge zu schildern. Madeline hat vorher Bescheid gegeben, dass ich anrufe. Beim Gespräch zeigt sich dann aber, ihre Mutter möchte lieber nichts weiteres dazu sagen. Das Tragische an dieser Geschichte ist ja, Madeline kann absolut gar nichts dafür und muss jetzt damit leben, dass sie auf einmal von dieser Lüge weiß. Und ich habe gemerkt, ihr Leben hat das echt erschüttert. Und sie muss jetzt im Grunde auch alleine darum kämpfen, dass zum Beispiel ihr leiblicher Vater die Vaterschaft anerkennt. Für sie ist diese Geschichte also längst nicht vorbei. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Dann schreibt das doch gerne mal
unten in die Kommentare. Das war ein sehr emotionaler Dreh für mich und ich habe gemerkt, dieses Thema finde ich sehr wichtig. Wir bei Reporter wollen euch genau sowas zeigen. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und ich habe noch eine Empfehlung für euch. Wir haben eine Reportage gemacht über die Teen Mom Maggie. Sie wollte schon besonders früh schwanger werden. Hi. Dieser Kinderwunsch hat sich eingeschlichen damals mit 12. Hast du das Gefühl, du opferst deine Jugend gerade? Nein, nee, absolut gar nicht. Nee. Das ist ja genau das, was ich wollte. Wie sie jetzt gegen die Teen Mom Klischees ankämpft, das könnt ihr hier im ganzen Video sehen und darunter noch ein Video von die Frage. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.